Hallo zusammen und willkommen zurück bei Deutsch Diary, wo Deutsch lernen einfach und spaßig ist. Ich bin Sophia. Hallo Sophia. Hallo alle zusammen. Es ist so schön, heute hier bei euch zu sein. Ich bin sehr glücklich. Ich bin auch glücklich, Max. Du siehst heute sehr energisch aus. Hast du gut gefrühstückt? Ja, habe ich. Ich habe groß gefrühstückt. Ich habe Eier, Toast und eine sehr große Tasse Tee gehabt. Tee. Ich habe meinen Kaffee hier. Er ist warm und lecker. Kaffee ist immer eine gute Idee, Sophia. Besonders, wenn wir so ein spannendes Thema haben. Ja, heute ist eine sehr besondere Folge. Wir sprechen über kleine Gewohnheiten, die dein Deutsch verbessern. Oh, ich liebe dieses Thema. Gewohnheiten sind so wichtig. Kleine Dinge jeden Tag machen einen großen Unterschied. Genau. Du musst nicht 5 Stunden lernen. Du brauchst nur kleine, gute Gewohnheiten. Das ist sehr wahr. Aber bevor wir anfangen, diese tollen Tipps für 2026 zu teilen, sollten wir unsere Freunde um ein bisschen Hilfe bitten. Oh ja, alle, wenn ihr zuhört und ihr unsere Show mögt, bitte klickt jetzt auf den Like-Button. Das hilft uns sehr. Und bitte abonniert den Deutsch Diary Kanal. Wenn ihr abonniert, verpasst ihr nie eine lustige Lektion. Ja, und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Wenn sie Deutsch lernen, werden sie diese Tipps auch lieben. Okay, Sophia, ich bin bereit. Lass uns über Gewohnheiten sprechen. Was ist die erste kleine Gewohnheit für unsere Zuhörer? Nun, Max, ich denke, der beste Weg zu beginnen ist am Anfang des Tages. Mein erster Tipp ist der 5-Minuten-Morgen. Der 5-Minuten-Morgen. Das klingt sehr einfach. Was machen wir in diesen 5 Minuten? Wenn du aufwachst, bevor du auf dein Handy schaust oder aus dem Bett steigst, denke an 3 Dinge auf Deutsch. 3 Dinge wie: Ich habe Hunger, die Sonne ist gelb und ich möchte Kaffee. Ja, genau. Nur 3 einfache Sätze. Es weckt den deutschen Teil in deinem Gehirn. Das ist eine tolle Idee. Es sind nur 5 Minuten, aber es startet den Tag mit Deutsch. Das gefällt mir. Es ist sehr kraftvoll. Und in 2026 haben wir so viele coole Tools, die uns helfen. Das stimmt. Zum Beispiel, mein zweiter Tipp ist über unsere Handys. Wir benutzen unsere Handys die ganze Zeit, oder? Oh ja, ich benutze mein Handy für alles. Nun, eine tolle Gewohnheit ist, die Sprache auf deinem Handy zu Deutsch zu ändern. Oh, das ist ein großer Schritt, Max. Ist es schwierig? Am Anfang vielleicht ein bisschen. Aber du weißt schon, wo die Buttons sind. Du weißt, wo die Einstellungen sind. Du weißt, wo die Nachrichten sind. Das stimmt. Also, wenn ich das Wort Uhr sehe, statt dem Wort in meiner Sprache, lerne ich es natürlich. Genau. Du siehst deutsche Wörter 50 oder 100 Mal am Tag. Es ist eine kleine Gewohnheit, aber du lernst so viele neue Wörter, ohne es zu versuchen. Ich liebe das. Es ist passives Lernen. Du lernst, während du dein Leben lebst. Ja. Und wenn wir über dein Leben sprechen, Sophia, was ist mit den Dingen in unseren Häusern? Ah, das führt zu meinem nächsten Tipp. Die Etikettengewohnheit. Etiketten wie Aufkleber? Ja, nimm kleine Zettel und einen Stift. Schreibe die Namen von Dingen in deinem Haus auf Deutsch. Oh, ich erinnere mich, das gemacht zu haben. Ich habe ein Papier auf den Spiegel geklebt, ein Papier auf das Fenster und ein Papier auf die Tür. Ja, und in 2026 kannst du sogar dein Handy benutzen, um Dinge zu scannen und es sagt dir den Namen. Aber es zu schreiben und es jeden Tag zu sehen, ist eine sehr gute Gewohnheit für A1-Lerner. Das ist es wirklich. Jedes Mal, wenn ich meine Zähne putze, sehe ich das Wort Waschbecken. Jedes Mal, wenn ich koche, sehe ich das Wort Kühlschrank. Es ist perfekt für Anfänger. Und es macht Spaß. Dein Haus wird eine deutsche Schule. Mein Haus ist jetzt sehr gesprächig. Okay, ich habe einen anderen Tipp. Dieser ist über Social Media. Oh, ich verbringe viel Zeit auf Social Media. Was ist die Gewohnheit? In 2026 gibt es so viele kurze Videos, Reels, TikToks und Clips. Die Gewohnheit ist, folge 3 deutschen Creators. Nur 3? Das ist einfach.
Ja, finde 3 Leute, die Deutsch sprechen und über Dinge sprechen, die du magst. Vielleicht sprechen sie über Kochen oder Autos oder Reisen. Oh, ich verstehe. Also, wenn ich scrolle und entspanne, sehe ich ein 30-Sekunden-Video auf Deutsch. Genau, es ist kurz. Es ist keine lange Lektion. Du hörst den Rhythmus der Sprache. Du siehst ihre Gesichter. Es ist sehr hilfreich für deine Ohren. Das ist ein toller Tipp, Max. Und hier ist ein Bonus für diese Gewohnheit. Lies die Kommentare. Die Kommentare, warum? Weil die Leute in den Kommentaren echtes Deutsch benutzen. Sie benutzen kurze Sätze. Es ist ein toller Weg zu sehen, wie Leute heute wirklich sprechen. Wow, Sophia, das ist ein sehr kluger Tipp. Ich habe nie über die Kommentare nachgedacht. Danke. Okay, Max, was ist mit Sprechen? Viele Leute haben Angst zu sprechen. Ja, Sprechen ist gruselig für viele Lerner. Aber ich habe eine Gewohnheit, die hilft. Sie heißt, erzähle deinen Tag. Erzähle deinen Tag wie einen Film? Ja, sprich mit dir selbst. Wenn du alleine bist, sage, was du machst. Zum Beispiel, ich wasche jetzt das Geschirr. Das Wasser ist heiß. Ich mag diese Seife. Max, machst du das wirklich? Manchmal. Es klingt lustig, aber es hilft deinem Mund, sich an deutsche Wörter zu gewöhnen. Du brauchst keinen Partner. Du bist dein eigener Partner. Das ist so gut. Ich ziehe meine Schuhe an. Meine Schuhe sind blau. Ich gehe zur Tür. Es ist einfach, aber es baut Selbstvertrauen auf. Genau. Und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Du kannst Fehler machen und es ist okay. Ich liebe das. Und wenn wir über Sprechen sprechen, in 2026 haben wir KI-Freunde auf unseren Handys, richtig? Oh ja, die KI-Assistenten sind jetzt so gut. Mein nächster Tipp ist, sprich mit deiner KI für 2 Minuten. Nur 2 Minuten. Frage nach dem Wetter oder erzähle ihr über deinen Tag. Das ist eine fantastische Gewohnheit. Die KI ist sehr geduldig. Sie wird nicht müde, wenn du langsam sprichst. Ja, du kannst sagen, hey, wie ist das Wetter heute? Und sie antwortet auf Deutsch. Es ist eine echte Konversation, aber es ist sehr entspannt. Ich benutze meine KI, um meine Aussprache zu üben. Ich bitte sie, Dinge zu wiederholen. Es ist wie ein kostenloser Lehrer in meiner Tasche. Das ist es wirklich. Es ist erstaunlich, wie viel Technologie uns hilft, Deutsch in 2026 zu lernen. Das tut sie. Aber wir brauchen auch die alten Gewohnheiten. Zum Beispiel Musik. Oh, ich liebe Musik. Wie kann Musik eine Gewohnheit sein? Die Gewohnheit ist ein Lied am Tag. Höre ein deutsches Lied und schaue auf die Wörter. Die Texte? Ja, die Liedtexte. In 2026 zeigen die meisten Musik-Apps die Texte auf dem Bildschirm, während das Lied spielt. Das stimmt. Ich singe gerne mit. Singen ist das Beste. Es hilft mit deinem Fluss. Du lernst, wie Wörter zusammenpassen. Ich möchte gehen wird zu Ich möchte gehen. Musik lehrt dich das natürlich. Ja, und es macht Spaß. Es fühlt sich nicht wie Lernen an. Es fühlt sich wie eine Party an. Eine sehr lehrreiche Party. Okay, ich habe einen sehr praktischen Tipp für den Supermarkt. Oh, ich gehe jeden Samstag zum Supermarkt. Was ist die Gewohnheit? Die deutsche Einkaufsliste. Oh, also statt die Wörter in meiner ersten Sprache zu schreiben, schreibe ich Brot und Milch auf Deutsch? Genau. Jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, schreibe deine Liste auf Deutsch. Das ist ein toller Weg, Lebensmittelwörter zu lernen. Äpfel, Hähnchen, Reis, Müsli. Und wenn du im Laden bist, suchst du nach dem Apfel und du siehst das Wort auf deiner Liste. Es verbindet das Wort mit dem echten Objekt. Das ist ein sehr starker Weg zu lernen. Ich werde das dieses Wochenende machen. Gut gemacht, Max. Nun, was ist mit dem Ende des Tages? Hast du eine Nachtgewohnheit? Habe ich. Sie heißt das Einsatz-Tagebuch. Ein Tagebuch? Wie ein Diary? Ja, aber sehr kurz. Nur ein Satz, bevor du schlafen gehst. Schreibe über deinen Tag auf Deutsch. Ein Satz ist überhaupt nicht gruselig. Überhaupt nicht. Du kannst schreiben, heute war ein geschäftiger Tag. Oder,
Ich habe Pasta zum Abendessen gegessen. Oder ich bin müde, aber glücklich. Das ist schön. Es hilft dir auch, die Vergangenheitsform zu üben. Ich ging, ich sah, ich hatte. Genau. Und nach einem Monat kannst du dein Tagebuch lesen und 30 Sätze auf Deutsch sehen. Du wirst so stolz sein. Wow, das ist ein tolles Gefühl. Deinen Fortschritt zu sehen ist sehr wichtig für Motivation. Das ist es. Wenn du siehst, dass du 30 Sätze schreiben kannst, weißt du, dass du ein Deutschsprecher wirst. Das sind so gute Tipps, Max. Sie sind alle sehr klein. 5 Minuten hier, 2 Minuten dort. Das ist das Geheimnis, Sophia. Beständigkeit ist besser als Intensität. Oh, das ist ein großes Wort. Was bedeutet Beständigkeit? Es bedeutet, etwas jeden Tag zu machen, auch wenn es eine kleine Sache ist. Ah, ich verstehe. Also, 5 Minuten jeden Tag zu machen, ist besser als 3 Stunden nur am Sonntag. Ja, genau. Dein Gehirn mag es, Deutsch jeden Tag zu sehen. Es ist wie eine Pflanze. Du musst ihr jeden Tag ein bisschen Wasser geben. Ich liebe dieses Beispiel. Meine deutsche Pflanze wächst jeden Tag. Meine auch. Und sie wächst wegen dieser Gewohnheiten. Weißt du, Max? Eine andere kleine Gewohnheit ist, Filme mit deutschen Untertiteln zu schauen. Oh ja, aber für Anfänger ist es Audio auf Deutsch oder Untertitel auf Deutsch. Für A1 denke ich, Audio in deiner Sprache und Untertitel auf Deutsch ist ein guter Start. Oder Audio auf Deutsch und Untertitel in deiner Sprache. Und in 2026 haben wir diese dualen Untertitel, wo du beide Sprachen gleichzeitig siehst. Die sind fantastisch. Du kannst das deutsche Wort und die Übersetzung zusammen sehen. Es hilft dir, die Struktur zu verstehen. Es ist wie Magie. Du schaust einen lustigen Film und du lernst Grammatik zur gleichen Zeit. Ja, ich lerne, während ich lache. Genau. Okay, Sophia. Wir haben so viele Gewohnheiten geteilt. Lass uns denken. Gibt es noch eine? Oh, ich habe eine. Die Neugiergewohnheit. Was ist das? Wenn du etwas siehst und du kennst das Wort auf Deutsch nicht, benutze dein Handy, um es sofort zu finden. Oh, ich mache das. Wenn ich einen seltsamen Vogel im Park sehe, denke ich, wie sage ich diesen Namen auf Deutsch? Und ich checke das Wort. Ja, und in 2026 kannst du einfach deine Kamera auf den Vogel zeigen und die KI sagt dir, es ist ein Vogel. Technologie ist so hilfreich. Aber die Gewohnheit ist, neugierig zu sein, zu fragen, wie sage ich das auf Deutsch? Ja, diese Frage ist dein bester Freund. Wow, wir haben heute viel über Gewohnheiten gesprochen. Ich fühle mich sehr inspiriert. Ich auch, Max. Ich möchte heute Nacht mit meinem deutschen Tagebuch anfangen. Das ist der Geist. Und weißt du, wir sollten unsere Freunde daran erinnern, dass sie nicht alle diese Gewohnheiten auf einmal machen müssen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Versuche nicht, morgen 10 neue Gewohnheiten zu machen. Nein, das ist zu viel. Vielleicht fange mit 1 oder 2 an. Ja, wähle eine Morgengewohnheit und eine Nachtgewohnheit. Das ist ein toller Start. Ich stimme zu. Fange klein an und bleibe glücklich. Nun, Max, unsere Zeit ist fast vorbei. Aber bevor wir gehen, lass uns an die großen Ideen von heute erinnern. Oh ja, ich erinnere mich an die erste. Wir haben über den Start des Tages mit 3 einfachen Sätzen auf Deutsch gesprochen. Das stimmt, der 5-Minuten-Morgen. Und du hast uns über das Ändern deines Handys zu Deutsch erzählt. Ich denke, das ist ein sehr kluger, weil wir es die ganze Zeit sehen. Ja, es ist sehr hilfreich. Und wir haben über das Kleben von Etiketten auf Dinge im Haus gesprochen, wie den Spiegel und den Kühlschrank. Es ist wie in einer Schule zu leben. Ja, und vergiss nicht die deutsche Einkaufsliste. Das ist so praktisch für das Lernen von Lebensmittelwörtern. Ich liebe das. Und wir haben auch über das Sprechen mit uns selbst erwähnt. Die Erzähle deinen Tag-Gewohnheit. Es ist lustig, aber es funktioniert wirklich für Selbstvertrauen. Das tut es. Und wir haben über das Benutzen von 2026 Technologie gesprochen, wie das Sprechen mit KI für 2 Minuten oder das Benutzen von dualen Untertiteln in Filmen. Mein Favorit, das Einsatz-Tagebuch in der Nacht. Es ist ein toller Weg, deinen Fortschritt zu sehen.
Ja, all diese kleinen Dinge machen Deutsch zu einem Teil deines Lebens. Es ist keine Pflicht. Es ist eine Gewohnheit. Genau. Es ist spaßig und einfach. Nun alle, wir hoffen, ihr habt diese Tipps gemocht. Wir möchten jetzt von euch hören. Ja, bitte hinterlasst einen Kommentar unten. Sagt uns, welche Gewohnheit euer Favorit ist. Oder erzählt uns über eine Gewohnheit, die ihr schon habt. Was macht ihr jeden Tag, um Deutsch zu üben? Wir lieben es, eure Geschichten zu lesen. Es macht uns so glücklich zu sehen, dass ihr lernt. Und erinnert euch, bitte abonniert Deutsch Diary und gebt dieser Folge ein Like, wenn sie euch heute geholfen hat. Teilt sie auch mit eurer Familie und Freunden. Lass uns allen helfen, Deutsch auf eine lustige Weise zu lernen. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ihr macht alle einen tollen Job. Ja, das tut ihr. Macht weiter und bleibt neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen alle zusammen. Tschüss!